Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video von Facescreen Sim. In diesem Tutorial-Video schauen wir uns einmal an, wie man Objekte bei uns einfügen kann oder diese ersetzen kann, um dementsprechend Funktionalitäten hineinzubekommen in die Simulation. Und um mit Elementen arbeiten zu können, gibt es eben den Button unter Home, zeige Objektsteuerungen. Und wenn ich auf diesen klicke, bekomme ich eben unseren Objektekatalog zur Auswahl, der aus den Einzelkomponenten besteht, die beliebig kombiniert werden können, um die unterschiedlichsten Anlagen zu bauen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal den ersten betrachten, das wäre zum Beispiel ein Boden, dann gibt es eben hier unterschiedliche Einfügungsmöglichkeiten, eben zum einen eben am Cursor, an der Welt, als Kindelement oder eben als Elternelement hinzufügen. Wenn ich die Option am Cursor einfügen anwähle, dann ist es so, dass dann das gewünschte Element direkt dann am Cursor herauskommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Boden einfüge in der Größe 300 Meter auf 300 Meter mit einem halben Meter Durchmesser und klicke auf Einfügen, dann kommt er eben genau an unserem Einfüge-Cursor heraus. Das gleiche ginge aber auch, dass ich eben die Koordinate eintippe und eben dann angebe, ich möchte gerne dies an einer bestimmten Position rauskommen, zum Beispiel in der Z-Richtung um 1 Meter nach oben verschoben. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, auch Elemente aus dem Katalog direkt mit Drag and Drop einzufügen. Also ich kann zum Beispiel einen Förderer auswählen und seine Parameter definieren, zum Beispiel mit 5 Meter Länge, 1 Meter Breite. Und durch Linksklick und Halten des Linksklick bekomme ich dann dieses Objekt und kann es dann sofort in die 3D-Fläche einfügen. Und durch Auslassen der linken Maustaste, die ich ja die ganze Zeit gedrückt gehalten habe, positioniere ich dann dieses Element dementsprechend in der Welt. Und an so einem Förderband, wie jetzt hier zum Beispiel, werden ja typischerweise Sensoren angebracht. Und um diese Sensoren gleich richtig in der Struktur anzubringen, also wir sprechen ja immer davon einer Eltern-Kind-Struktur, die dann auch im Projektbaum zu erkennen ist, gibt es eben die Möglichkeit, da direkt dieses Element zu markieren, auf dem ich etwas anbringen möchte. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, zum einen dieses Element als Kind-Elemente hinzuzufügen. Also ich kann dann eben angeben, auf welcher Position, und durch Einfügen wird dann direkt, man sieht das jetzt hier im Baum, sofort dieses Objekt als Kind-Element eingefügt und die Struktur dementsprechend ist gleich korrekt und ich brauche die nicht nachträglich erst verbessern. Natürlich kann ich dann dementsprechend mit meinen Objekten die Größe skalieren oder die Position und sonstiges eben setzen, sei es jetzt eben durch Verschieben oder positionierende Elemente über die 3D-Möglichkeiten, über die Eingabe der Optionen oder eben auch hier unten, wenn ich auf Tabelle klicke, bekomme ich zu meinem markierten Element dann eben die Tabellen. Und genauso wie wir gerade eben ein Kindelement eingefügt haben, gibt es das Ganze auch, dass man sagt, man möchte gerne ein Elternelement vorne dran haben. Dazu markiere ich jetzt zum Beispiel meinen Förderer und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel ein Dekorationselement oben dran haben als Hauptnode in meinem Baum, damit ich diese ganze Struktur dementsprechend, die ich drunter baue, zum Beispiel ist der Förderer später mal eine Hubeinrichtung und besteht aus mehreren Bauteilen und ich möchte das alles zusammen gruppieren, dann kann ich zum Beispiel da ein Dekorationselement vorne dran setzen. Dazu markiere ich mir eben mein Dekorationselement, das ich einfügen möchte, klicke auf Elternelement hinzufügen, kann dann dementsprechend auch eine gewisse Offset-Position, zum Beispiel 1 Meter in der Höhe angeben. Und durch Klicken auf Einfügen wird dann eben, wir sehen es wieder in unserem Projektbaum, dann dieses Dekorationselement oben dran als Elternelement eingefügt und dadurch werden alle Elemente unten drunter beim Verschieben dieses Elementes automatisch mit verschoben. Diese Einstellungen, die ich hier tätige, die werden auch in dem Projekt gespeichert, dass ich beim nächsten Mal starten der Applikation die gleichen Werte sofort wieder zur Verfügung habe. Es ist aber auch jederzeit möglich, dass ich eben diese Einstellungen zurücksetze auf die Standardparameter durch Klicken auf den Zurücksetze-Button. Und das war's schon mit diesem kurzen Tutorial-Video. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer Applikation.